Herzlich willkommen zurück auf unserem Kanal Travel Mäuse. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie ihr wisst, aus unserem letzten Video sind wir zurück zu Hause in Deutschland. Nach 10 wunderschönen Monaten, quer durch Asien hauptsächlich, 12 verschiedenen Ländern sind wir zurück in der Realität. Und wir können es selbst gar nicht glauben, es fühlt sich alles immer noch wie so ein Traum an und man kann gar nicht mehr Realität von Traum unterscheiden, weil das, was wir in den letzten 10 Monaten erlebt haben, war einfach wunderschön und jeder einzelne Tag war so besonders und wie ihr wisst, haben wir natürlich vieles mit euch geteilt, aber auch vieles ist in unseren Köpfen verewigt und haben natürlich auch viele Erinnerungen nicht auf Video und es war einfach wunderschön und ich bin auch dankbar, dass wir das zusammen durchgestanden haben, uns immer gut verstanden haben. Wir sind einfach ein gutes Team und es hat einfach genauso geklappt, wie wir uns das vorgestellt haben. Klar hat sich unsere Reiseroute irgendwie dann doch geändert, wie ihr wahrscheinlich auch wisst, aber alles soll so sein, wie es war. Es ist alles so gekommen, wie es kommen sollte und natürlich haben uns einige Fragen hier erreicht, wie es denn bei uns weitergeht, wie es auf diesem Kanal weitergeht, wie es uns geht, jetzt zurück in Deutschland und genau diese Fragen werden wir heute mit euch durchgehen und deshalb starten wir auch jetzt direkt mit der ersten Frage und die erste Frage, die uns erreicht hat, war: Habt ihr alle Lebensmittel vertragen? Ja, also Freunde, wir haben immer alles vertragen, kann ich so sagen, wie es ist. Wir hatten nie Probleme mit Bauchkrämpfen, Lebensmittelvergiftung hatten wir gar nichts, wir mussten nicht spucken, keine Bauchschmerzen. Hier und da hatte ich mal etwas Durchfall, aber das ist ja auch ein bisschen normal. Wenn man das so hört, ist ja bekannt für diese Reiseländer. Aber jetzt auch nichts Schlimmes, wo ich irgendwie außer Gefecht gesetzt war oder so. Das war einfach alles easy. Und wir haben wirklich alles gegessen. Ne? Von, keine Ahnung, von den Kronfisch und dann an den Straßenständen, genau so heißt es. Restaurant, alles. Wir haben alles wirklich probiert und uns ging es gut, wir hatten nie irgendwas. Selbst auf Bali hatten wir kein Bali-Belly. Ja, wir haben natürlich, wir haben eigentlich immer Leitungswasser zum Zähneputzen genommen. Ja. Außer in Indien und auf Bali. Ja. Indien, weil es halt einfach klar ist, so viele sagen ja, es ist ein dreckiges Land und es ist nun mal wirklich so, durch die ganze Bevölkerung ist es halt einfach so unterschiedlich zu anderen Ländern. Aber selbst da kannst du halt auch in gepflegten Umgebungen leben. Also es ist nicht überall dreckig und nicht überall laufen die Ratten rum. Genauso wie in Bali, da wurde uns ja nur gewarnt davor, bitte nimmt kein Leitungswasser zu euch, Bali, Belly etc. und so. Und dann haben wir das halt auch nicht gemacht. Wir wollen es natürlich auch nicht provozieren, aber sonst haben wir eigentlich immer alles gut vertragen. Ja. Ich kann von mir sprechen, ich hatte nicht einmal Bauchschmerzen, mir ging es immer gut. Dementsprechend können wir einfach nur sagen, toi toi toi, zu uns selbst, mega gut vertragen alles und perfekt. Gehabt. Ja. Die nächste Frage lautet, passend dazu vielleicht, wart ihr oft krank oder musstet ein Krankenhaus aufsuchen? Nein, also oft krank waren wir nicht, ein Glück, toi toi toi. Ich war einmal krank in Indien, so 10 Tage am Stück, richtig doll mit 39, 40 Fieber. Gliederschmerzen, ich konnte mich nicht bewegen, ich hatte Ausschlag, es war furchtbar, weshalb wir auch einen Teil in Rajasthan nicht gevloggt haben, als wir in Indien waren, weil es mir einfach gar nicht gut ging. Aber selbst da haben wir das Krankenhaus nicht aufgesucht, einfach Schmerzmittel und dann ging das schon. Auch da Reiseapotheke, wichtiges Thema. Wir haben natürlich auch eine ganze Playlist für euch erstellt zur Reiseplanung und da haben wir auch detailliert unsere Reiseapotheke gezeigt und erklärt. Das ist halt wirklich wichtig, weil jeder Körper reagiert anders, gerade so in tropischen Orten, auf die Temperaturen, auf die Umgebung, auf die Lebensmittel. Jeder Körper ist unterschiedlich, also am besten man hat von allem so ein bisschen was dabei, aber auch wenn ihr es nicht dabei habt, überall gibt es Apotheken, auch in Indien, auch auf den Philippinen, auf einer Insel. Ihr findet immer Medikamente, also das ist immer auch kein Problem, aber man sollte so das Mindeste irgendwie dabei haben. Genau, dann die nächste, Krankenhaus. Ja, wir waren einmal im Krankenhaus.
ja, mehr oder weniger, es war eine Dorfarztpraxis. Es war eine ganz, ganz verrückte Erfahrung. Das war in Bali, weil die Straßen einfach furchtbar dort sind. Wir waren mitten im Dschungel und ja, dann sind wir abgerutscht in einem Schlagloch und hatten dadurch einen Rollerunfall. War überhaupt nicht cool, aber auch da hatten wir Glück im Unglück, denn mehr als Schürfwunden und Gelenkschmerzen hatten wir nicht. Bis auf Jenins Zehennagel, der hat es nicht überlebt. Ihr ganzer Zehennagel ist einfach abgerissen gewesen. Aber der ist auch schon am Nachwachsen, also alles gut. Ne? Genau, aber da mussten wir echt einen Arzt aufsuchen, Ja. weil wir konnten nicht weiterfahren von dem Standort aus. Aber uns geht's gut, wir haben keine Narben, keine schlimmen Narben, sag ich jetzt mal. Wir mussten nicht operiert werden. Und das war auch eine witzige Erfahrung. Da ist auch immer eine Krankenversicherung nochmal wichtig, weil ihr könnt ja immer alles einreichen und die sind ziemlich erfahren, was das angeht mit ausländischen Patienten. Die wissen da, die müssen ihnen eine Rechnung ausstellen. Sagen die auch direkt am Anfang schon, wie viel es kosten wird und sowas. Also das ist da auch immer alles sehr transparent gehalten. Ja. Die nächste Frage. Inwiefern hat euch die Reise verändert? Seid ihr zum Beispiel dankbarer geworden? Also wir können sagen, die Reise hat uns persönlich, also unsere Persönlichkeit hat sie nicht verändert. Wir sind immer noch so Bekloppt. cool und lustig wie vorher auch. Und ja, aber was es natürlich verändert hat, wir haben super, super viel dazugelernt und sind einfach persönlich nochmal über uns hinausgewachsen durch die ganzen verschiedenen Herausforderungen und diese ganzen neuen Erfahrungen, die du halt einfach hier, wenn du nur in Deutschland bleibst, nicht sammelst. Deswegen, genau, persönlich verändert hat sie uns nicht, aber wir sind natürlich über uns hinausgewachsen und haben eine Menge dazugelernt. Und ja. Unter anderem natürlich auch unsere Englisch aufgebessert, Genau. unsere sozialen Fähigkeiten. Man geht ganz anders an die Sache ran. Man ist viel geduldiger, wenn mal irgendwas nicht klappt. Ja. Dann ist das so, dann guckt man halt um die Ecke und findet einen neuen Plan. Also Organisationstalent, ne, ist nochmal richtig gestiegen, aber, ja. Ja, das stimmt. Und ob wir dankbarer geworden sind, wir sind sowieso super mega dankbar, dass wir diese ganze Reise überhaupt machen konnten. Und ja, dadurch, dass man halt so viel gesehen hat in den anderen Ländern, wie es den Menschen dort geht, schätzt man natürlich auch nochmal einfach mehr, wie gut wir es einfach hier in Deutschland haben. Also wir sind auf jeden Fall sehr, sehr dankbar. Genau. Dann die nächste Frage. Kommt ein Video über die Highlights der Reise? Ja, also ein konkretes Video über die Highlights der Reise wird es nicht von uns geben. Wir haben eigentlich immer in unseren Videos ganz gut gezeigt, was unsere Highlights sind, ob wir es weiterempfehlen. Wir haben eigentlich immer ein gutes Fazit am Ende des Videos gezeigt und da kann ich auch unsere Storytime Tuesdays empfehlen. Wir haben eine Zeit lang ja öfters Dienstag auch ein Video hochgeladen, wo wir eigentlich nur erzählt haben über eine Situation, über Erfahrungen, über Tipps, Hacks, whatever. Und die Videos sind eigentlich immer ganz gut, sich nochmal anzuschauen, weil wir da eigentlich nochmal detailliert über etwas Bestimmtes gesprochen haben. Und da haben wir zum Beispiel auch dann halt gesagt, wenn uns etwas gar nicht gefallen hat oder sehr gut gefallen hat und auch von unseren Highlights dann erzählt. Wenn ihr dann nochmal konkrete Fragen habt zu irgendwelchen Ländern, schreibt sie dann in die Kommentare und wir machen dann auch nochmal dazu ein Video. Ja. Dann seid ihr gut mit eurem Budget ausgekommen? Ja, sind wir. Unser Budget ist jetzt aufgebraucht, deswegen sind wir jetzt auch wieder nach Hause geflogen. Aber grundsätzlich sind wir mit unserem Budget sehr gut in Südostasien ausgekommen, dadurch, dass dort ja auch alles allgemein sehr viel günstiger ist. Unseren ursprünglichen Plan mussten wir ja leider verwerfen, dafür hätte das Budget dann nicht mehr gereicht. Ist aber auch gar nicht schlimm, also wir sind super froh, dass wir es so gemacht haben, wie wir es gemacht haben und wir mussten eigentlich auf nichts verzichten. Wir konnten super coole Aktivitäten machen, wir haben immer Essen da gehabt und wir mussten nicht verhungern, also es war alles immer gut machbar mit unserem Budget.
Wir haben halt auch so eine Balance geachtet. Also wir haben zwischen Low Budget und Wohlfühlbudget gelebt. Ja. Und wir haben halt natürlich uns mal irgendwie eine Aktivität dann doch gegönnt, die vielleicht etwas teurer war. Oder wir haben dann doch mal in einem 30-Bettenzimmer geschlafen, weil wir es nicht eingesehen haben, dann irgendwie 40 € für eine Nacht zu bezahlen. Also wir haben allgemein nie mehr als 10 € pro Person pro Nacht ausgegeben. Nee. Und wir sind immer super damit hingekommen. Und Ja, wie gesagt, so dass wir uns auch wohlgefühlt haben. genau. Die nächste Frage lautet, welches Land war oder ist euer Lieblingsland und welches Land hat uns gar nicht gefallen? Also vorab, gar nicht gefallen gibt's nicht. Jedes Land ist einzigartig und besonders. Jedes ist unabhängig von dem anderen und dementsprechend gar nicht haben wir nicht. Aber was unser Lieblingsland ist, ist eigentlich eine klare Antwort. Das haben wir euch auch gezeigt anhand der Länge, in der wir uns in diesem Land aufgehalten haben und was wir da eigentlich auch immer alles betont haben, wie toll wir es finden, sind auf jeden Fall die Philippinen. Es ist so underrated. Also wir haben auch so wenig Leute getroffen auf Reisen, die gesagt haben, ja komm, wir gehen auch auf die Philippinen. Es ist immer dieselbe Route, die Leute irgendwie in Südostasien machen und Philippinen ist selten dabei. Aber wenn die Philippinen dabei waren, haben alle immer davon geschwärmt, weil auf den Philippinen hast du diese traumhaften Strände und die herzlichsten Menschen, die wir je kennengelernt haben. Und dann hast du natürlich auch das Glück, dadurch, dass nicht so viele Leute dort sind, aus Europa oder Amerika, hast du auch mal einen Traumstrand für dich und musst es nicht mit Tausenden von Menschen teilen. Versteht uns nicht falsch, wir lieben soziale Kontakte, wir sind komplett social, was das angeht. Wir mögen es gerne, wo es voll ist und so, aber gerade so, wenn man irgendwie Fotos und Videos machen will, sieht es einfach schöner aus, wenn man das wirklich für sich hat. Und wir haben euch auch immer versucht, authentische Eindrücke zu zeigen und euch auch erzählt, schaut mal, so hätte es aussehen können, so sieht es auf Instagram und Co. aus, aber so ist die Realität. Und das haben wir euch auch auf den Philippinen zum Beispiel in einem Spot gezeigt. Das war so eine Sandinsel. Ja, ne? so eine Sandbank. So eine Sandbank und man denkt so, man ist da alleine anhand der Videos, die man auf Instagram bekommt. Aber wenn du da vor Ort diese Tour machst, es kommt Boot nach Boot dort an und es ist einfach wie so ein Ameisenhaufen auf einer Sandbank. Also ja, wir haben euch natürlich auch immer authentische Eindrücke gezeigt, aber auf den Philippinen war es dennoch möglich, wirklich Natur zu erleben, herzliche Menschen zu treffen. Wir waren auf 2 Geburtstage eingeladen, also das spricht schon für sich, wie gastfreundlich die Leute dort sind. Und ja, was uns gar nicht gefallen hat, beziehungsweise uns keinen Mehrwert gegeben hat, wo wir sagen, müssen wir jetzt nicht nochmal. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir nur 3 Tage dort waren, war Kuala Lumpur in Malaysia. Es war halt einfach eine Großstadt. Wir haben trotzdem das Beste draus gemacht. Wir haben weder schlechte Erfahrungen gemacht, noch überaus gute Erfahrungen. Also es war halt einfach so mittelmäßig. Deswegen halt einfach auf Platz 12 unserer ganzen Länder, weil ja, wenn man sich halt so an unsere Reise zurückerinnert, dann ist so Malaysia gar nicht im Kopf mehr präsent. Ich glaube dennoch, Malaysia hat schöne Inseln zu bieten, schöne Strände und so viel mehr, aber wir waren halt einfach viel zu kurz dort. Wir haben es halt nur wie so ein Städtetrip gemacht. Genau, in der Hauptstadt unterwegs, 3 Tage. Und Hauptstadt an sich ist ja immer noch mal ganz anders als das Land. Ja. Das kann man ja auch von Deutschland so sagen und aus allen anderen Ländern ja auch. Aber dennoch war es schön und ja, wie gesagt, es gibt keinen gar nicht gefallen. Ja, genau. Okay, und dann haben wir die, ne? Wie fühlt es sich an, nach 10 Monaten wieder zu Hause zu sein? Das ist auch unsere letzte Frage, ne? Vorletzte Frage. Wie fühlt es sich an? Ja, also irgendwie hat es sich natürlich komisch angefühlt im ersten Moment, wieder deutschen Boden zu betreten und alles auf Deutsch und natürlich die deutsche Mentalität wieder mitzuerleben. Und es war wunderschön, wieder bei unseren Freunden, bei unserer Familie, sie in die Arme zu schließen und von unseren Geschichten zu erzählen, das machen mit wir denen zu übrigens immer noch. quatschen. Und trotzdem finde ich, dass es sich so anfühlt, als wären wir nie weg gewesen. Es ist wirklich so, wir waren 10 Monate auf Reisen, wir haben richtig, richtig viel erlebt, Erfahrungen gesammelt und so. Und alle, die hier in Deutschland waren,
haben einfach 10 Monate ihr Leben gelebt und es hat sich nichts verändert. Es ist wirklich, als wären wir 2 Wochen im Urlaub gewesen oder so. Das ist so krass, das hätte ich nicht gedacht, dass es sich so anfühlt. Aber es ist natürlich trotzdem schön, wieder zu Hause zu sein. Fürs Erste. Also es ist irgendwie immer noch beängstigend. Also ich kann mir auch zur Zeit gar nicht vorstellen, dass das eigentlich wieder so hauptsächlich mein Standort ist, wo ich mich befinde. Für mich fühlt es sich zum Beispiel so an, als wenn ich wirklich nur 2 Wochen hier bin und dann wieder losgehe. Was natürlich auch meine Traumvorstellung wäre, aber unser Kontostand erlaubt das zurzeit noch nicht. Aber ja, wie du auch schon sagst, natürlich sind wir happy, wieder zurück zu sein. Wir tanken eine Menge an Energie. Es ist wirklich wie so, es hat sich nichts verändert. Selbst die Baustellen sind die gleichen. Es sind noch mehr dazugekommen. Katastrophe. Ja, das Wetter ist scheiße, wie erwartet. Es ist guckt, ich habe ein Pullover an, es ist jetzt Mitte Juni. Ne? Ja, wir sind ja jetzt 2 Wochen hier und ich kann einfach sagen, es hat sich einfach nichts verändert. Es sind die gleichen Geschichten, die wir uns anhören, die gleichen Themen, über die wir uns unterhalten. Das Einzige, was wir halt haben, ist halt eine Menge Input zu erzählen. Das macht auch total Spaß und immer bei den Erzählungen merkt man einfach, wow, was wir alles erlebt haben. Crazy. Also, das kann uns keiner mehr nehmen. Ja. Weshalb wir auch mega dankbar einfach sind. Ne? Mhm. Also ja, mal sehen, wie sich das so noch entwickelt. Wir sind auf jeden Fall noch in kein Loch reingefallen. Dadurch, dass wir ganz gut abgelenkt sind. Wir machen eigentlich jeden Tag was. Wir waren schon auf 3 Geburtstagen. Ich gehe nachher wieder zu einem Geburtstag. Also wir sind gut abgelenkt. Demnächst können wir auch endlich in unsere Wohnung zurück. Da freuen wir uns auch schon richtig. Noch eine Woche. Wir sind gerade zur Zeit bei meiner Mama. Und auch das ist natürlich schön, aber man möchte natürlich auch irgendwie wieder dann komplett ankommen. Und da wird sich das auch nochmal zeigen, wie das dann wirklich so ist. Apropos, falls es euch interessiert, wie unsere Heimat ausschaut, schreibt das in die Kommentare und wir nehmen euch mal einen Tag mit durch Lübeck. Denn unsere Heimat, würde ich sagen, ist ganz schön schön. Dann sind wir mal Touris in der eigenen Stadt. Das wollten wir sowieso immer nochmal machen. Machen wir mal genau das, was die Touristen hier immer machen. Genau. Okay, und unsere letzte Frage. Genau, die letzte Frage. Was wird in Zukunft auf eurem Kanal passieren? Wie geht es weiter? Ja, das war auch, glaube ich, die Frage, die uns so am häufigsten gestellt wurde, oder? Ja, die Frage können wir euch eigentlich ganz einfach beantworten. Wir schließen diesen Kanal nicht. Das Kapitel ist noch nicht zu. Wir werden euch immer noch mit Videos versorgen. Natürlich werden wir euch nicht mit unserem langweiligen Alltagstrotz versorgen, weil das interessiert letztendlich niemanden. Wir werden euch versorgen mit Videos, wenn wir wieder unterwegs sind. Und es ist schon wieder einiges geplant. Man mag es kaum glauben. Ich will euch noch nicht verraten, wo es hingeht, aber wie ihr wisst, ist ja in Europa gerade Sommer. Und mehr oder weniger. Aber im Juli haben wir schon einiges geplant und werden euch dann wieder fleißig mit unserer GoPro mitnehmen. Juli und August ist sogar auch schon was geplant, worauf wir uns sehr freuen. Stimmt. Und es wird natürlich anders, weil wir nicht mit unseren typischen Backpacks unterwegs sein werden und es wird wieder ein anderes Reisen sein. Ne? Ja. Aber ich bin sehr gespannt, vor allem bin ich gespannt auf die einfach auf Europa, wie das ist, weil jetzt waren wir so lange in Asien unterwegs mit den Preisen, mit der Mentalität in Asien, das ist ja komplett unterschiedlich und ich bin natürlich gespannt, was wir euch dann über Europa erzählen können, aber wo es genau hingeht, das werdet ihr dann sehen. Wie gesagt, wir werden euch trotzdem versorgen hier mit Videos, es wird natürlich nicht regelmäßig sonntags eins geben, weil wir euch das nicht bieten können, da wir gerade nicht unterwegs sind, wir sind zu Hause. In der Zwischenzeit kann ich mir vorstellen, werden wir euch einige Shorts zeigen, also kurze Videos von uns hochladen, von unseren 10 Monaten auf Reisen und werden trotzdem aktiv auf dem Kanal bleiben. Also wir sind immer noch erreichbar. Genau. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wir sind auch immer offen für andere Vorschläge. Also wenn ihr wirklich irgendwelche Sachen gerne sehen wollt, zu irgendwelchen Ländern Stories hören wollt, schreibt sie in die Kommentare und wir setzen das dann mit euch gemeinsam um. Ja. Das war's für heute mit unseren Fragen. Das Buch wird geschlossen. Wir hoffen, wir konnten eure Fragen beantworten. Falls nicht, dann schreibt sie gerne nochmal in die Kommentare. Und lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Das ist uns auch ganz, ganz wichtig, damit wir wissen, dass euch unsere Videos gefallen.
Und wir auch weitermachen sollen. Genau. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bye, bye.